Hey, hallo, vergiss uns nicht. Lass uns erst raus, bevor du dein Video machst. Lass uns raus. Komm schon. Hallöchen, ich bin Yoki. Danke, dass du gerade bei diesem Video vorbeischaust. Eigentlich wollte ich heute draußen ein Video aufnehmen, aber das Wetter kann sich irgendwie nicht entscheiden, ob es sonnig oder regnerisch sein möchte. Daher ist es nun hier in meinem Zimmerchen. Nächste Woche werde ich schon nach Japan ziehen und trotzdem wollte ich schon mal über mein Apartment sprechen, das ich dort habe, weil ich bereits auf Twitter und in Line des Öfteren danach gefragt werde, wie ich das denn angestellt habe. Denn ich habe meine eigene Wohnung in Japan. Vor ein paar Tagen habe ich den Mietvertrag dafür per E-Mail zugeschickt bekommen und es ist kein Shared House, weil ich mag das nicht. Ich möchte meinen Umzug nach Japan nutzen, um so eine Art Neustart zu machen. Ja, also zum Thema Apartment. Immer wenn ich Urlaub in Japan gemacht habe, habe ich mein Apartment über Airbnb oder Sakura House gemietet. Das war auch so ein kleines, möbliertes Apartment, was ich ganz für mich alleine hatte, aber so, wenn man das langfristig machen möchte, beziehungsweise auf einen längeren Zeitraum ein Apartment braucht, wird es bei den beiden Seiten leider etwas zu teuer und von dem Standort her hatte man bei Sakura House jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, weil die in letzter Zeit immer mehr Apartments geschlossen haben. Und ja, Airbnb wäre eine Möglichkeit gewesen, aber das wurde mir dann auf Dauer zu teuer, weil die wollen ja da teilweise schon so 1500, 2000 Euro haben im Monat. Wenn man eine Wohnung haben möchte, die etwas näher an Shinjuku oder Shibuya oder Ikebukuro ranliegt. Und ja, das wurde mir definitiv zu viel. Also habe ich mich mal umgehört, ein bisschen im Internet schlau gemacht und bin dann auf leopalace21.com gestoßen und wie hieß das andere? Ah, genau. TokyoRent.com. Die beiden Seiten sind auch ziemlich gut, aber da ist das kleine Problemchen, dass sie möchten, dass man bereits vor Ort ist. Also von Deutschland aus gesehen, sich bei diesen beiden Seiten ein Apartment zu mieten, ist schwierig. Leopalace21 hatte dann angeboten, dass ich mir für einen Monat das Apartment erstmal miete und dann quasi den Vertrag umstelle. Das ist alles super kompliziert gewesen und damit habe ich mich auch nicht besonders wohl gefühlt. Letztendlich bin ich dann so ganz unspektakulär auf realestate.com gestoßen, was wahrscheinlich schon sehr viele kennen, weil das relativ bekannt ist. Und habe da mit einem super tollen Support-Team geschrieben und mich ausgetauscht. Die haben mir sehr schnell immer geantwortet und auch gerne meine Fragen beantwortet. Und ja, da habe ich mir dann ein Apartment ausgesucht und das hat alles auch ziemlich super und reibungslos funktioniert. Da gerade eine Kampagne läuft, habe ich dann sogar noch einen Amazon-Gutschein. Ich glaube, der ist vom Wert her in Höhe von einer Monatsmiete.
Und der Vermieter selber hat mir dann auch nochmal Rabatt auf die Move-In-Fee gegeben, sodass es zum Beispiel in Deutschland hat man ja so eine Kaution von ungefähr 3 Monatsmieten sind es, glaube ich, immer. Und ja, darauf habe ich dann nochmal Rabatt bekommen und auf die Monatsmieten allgemein auch nochmal 3.000 den Rabatt. Und ja, das ist jetzt alles schön unter Dach und Fach. Natürlich hat man da den Nachteil, dass man den englischen Support bezahlen muss. Da kommt dann auf die Miete jeden Monat so eine Art Gebühr drauf. Aber die ist jetzt auch nicht so hoch und definitiv bezahlbar. Mein Apartment ist ungefähr knapp 21 Quadratmeter groß und zwischen 2 Stationen. Das heißt, ich brauche dann ungefähr 8 Minuten zu der einen und 5 bis 6 Minuten zu der anderen. Und sie ist so ungefähr 20 bis 23 Minuten von Shinjuku entfernt. Liegt also nicht zu zentral, aber auch nicht so, dass es zu weit weg von den ganzen Zentren und dem Trouble entfernt ist. Ja. Und so lief das dann. Also das Team ist auch sehr freundlich gewesen. Ich habe mich auch für eine unmöblierte Wohnung entschieden. Weil ich ja wie gesagt den Umzug als einen Neustart nutzen möchte und daher nehme ich auch nur das Nötigste mit nach drüben. Zumal ich ja dann auch noch diesen Amazon-Gutschein habe, wo ich mir als allererstes ein Futon kaufen werde und einen Kühlschrank und eine Waschmaschine. Ja, mal sehen, was dann noch übrig bleibt. Also nächste Woche geht es wie gesagt schon los und es ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte, also Deutschland zu verlassen, weil ich hatte einen Job bei Starbucks, den ich sehr, sehr gemocht habe und letztes Wochenende musste ich mich von einem Kollegen verabschieden und das war sehr schwierig. Sie haben zwar immer gesagt, du bekommst doch ein Schreiben, du kannst dann auch drüben bei Starbucks arbeiten, aber ja, das Team ist ja nicht dasselbe und da war mir schon komisch zumute. Zwischendurch hatte ich dann auch so Panik, nach Japan zu fliegen, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, doch alles komplett abzubrechen. Also, ich habe schon seit Oktober, glaube ich, mein Visum für Japan und seitdem gibt es wirklich immer so Achterbahn. Das ist ganz schlimm. Ich weiß noch nicht, ob ich in Japan bei Starbucks wieder arbeiten möchte oder mir was anderes suche. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Was ich an dieser Stelle vielleicht noch sagen sollte ist, ich gehe nicht als Praktikant nach Japan. Ich habe auch nicht studiert, besitze keinen Bachelor oder Master auf irgendwas. Ich gehe also als ganz normales Mädchen darüber und versuche da irgendwie klarzukommen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Super nervös. Es ist nicht leicht, manche Leute in Deutschland zurückzulassen, aber andererseits weiß ich bei den Menschen, dass sie für immer bei mir sein werden, dass trotz der Entfernung sich nichts an der Freundschaft oder sonstiges ändern wird und dieses Wissen mitzunehmen ist auch sehr, sehr wichtig für mich und natürlich freue ich mich auch schon auf die ganzen Leute, die schon... wann war mein letzter Besuch? Ich glaube letztes Jahr im Mai bin ich, glaube ich, das letzte Mal in Japan gewesen. Ist also schon ein bisschen her. Und auf die Leute freue ich mich natürlich auch ganz doll.
Was ich vergessen hatte zu sagen wegen dem Apartment, da ich kein Wi-Fi habe, sondern das alles noch installiert und eingerichtet werden muss, habe ich mir, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Japan Experience eine Nano-SIM bestellt. Die hatte ich schon mal, während ich 63 Tage drüben gewesen bin, und die ist super gut. Da hat man so, also das ist jetzt eine für 30 Tage, es gibt auch eine für 14, glaube ich. Und da hat man dann diese kleine Karte. Die kann man dann aktivieren und sie funktioniert so zum Übergang super gut, weil ich bin so ein Mensch, der muss lieber so ein bisschen vorsorgen. Weil ich noch nicht weiß, wie ich das mit dem Handyvertrag in Japan machen werde oder wie das da überhaupt abläuft. Da muss ich mich dann vor Ort noch informieren und abschließen, und da habe ich mich etwas auf der sichereren Seite gefühlt, so eine Karte schon mal bei mir zu haben, weil ich ja auch nicht weiß, wie lange das dauert, bis alles aktiviert wird, wie lange das mit dem Wi-Fi dauert. Wobei das Support-Team von Real Estate da schon viel geholfen hat. Also die haben mir auch direkt einen Anbieter empfohlen, der englischen Support hat, damit man sich besser und leichter verständigen kann. Und ja, ich bin schon so nervös. Ja, ich denke, ich habe jetzt auch genug gequatscht. Es wäre echt schön, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei sein würdet. Und mal sehen, wann ich mich das nächste Mal wieder bei euch melden kann. Wegen dem Hochladen und der Internetverbindung. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bye bye. Langfristig gesehen ist das natürlich keine gute Lösung, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war.